Hallo ihr Lieben und ganz recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute gerne von meiner Ausbildung bei Ulrike Hirsch zum intuitiven heilsamen Malen erzählen und euch meine persönliche Meinung, meinen Eindruck und meine Erfahrung berichten. Ja, und am Ende sieht es dann eben so aus, dass wir von Ulrike ein kleines Zertifikat bekommen haben, was sie selbst gestaltet hat, und eine ganz super Sache. Vielen Dank schon mal dafür. Und wir starten direkt hinein ins Video. Während wir uns nun die verschiedenen Bilder anschauen, die während dieser Zeit entstanden sind, möchte ich auf ein paar Eindrücke eingehen, auf ein paar Bilder, die wir gemacht haben, wie die entstanden sind. Und ja, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen werde ich nicht auf jedes Bild einzeln eingehen, um natürlich den Reiz der Ausbildung zu erhalten. Zu der einen oder anderen Sache sage ich natürlich nochmal was. Ihr seht jetzt eine Reihe von Bildern, die wohl sehr ähnlich erscheinen, und ja, das hat auf jeden Fall an dieser Stelle genau seine Richtigkeit und darf erstmal so stehen bleiben. Also die Ausbildung bei Ulrike Hirsch zum intuitiven heilsamen Malen dauert insgesamt 6 Monate. Die Ausbildung ist jetzt schon 2 Monate beendet. Ja, und ich traue dieser Zeit auf jeden Fall jetzt schon sehr nach. Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Also, es gibt immer einmal in der Woche ein Zoom-Meeting, welches live mit Ulrike und den anderen Teilnehmern stattfindet. Jeder Live-Abend, der stattfindet über 3 Stunden, hat ein eigenes Thema, welches Ulrike ausführlich einleitet, indem man sich seine eigenen Gedanken machen kann. Und dann geht's ans Malen, ans intuitive Malen, den gemeinsamen Austausch mit den anderen, das Finden der Essenz, die das Ganze an diesem Tag ausmacht. Und am Ende eines jeden Abends bekommt man noch Materialien zugeschickt, mit denen man weiterarbeiten kann, in die man nochmal reinschauen kann, um zu schauen, was war an dem Abend Thema, womit kann ich mich in Zukunft beschäftigen. Da sind neue Impulse drin. Ja, und fasst das Thema im Prinzip nochmal zusammen, so dass man eigentlich auch während der Zeit des Abends nichts mitschreiben muss. Zusätzlich dazu erhält man über die 6 Monate hinweg jeden Tag einen Tagesimpuls per E-Mail von Ulrike persönlich, wo wieder neue Impulse gesetzt werden, neue Anregungen stattfinden können und man einfach nur über die gesamte Zeit inspiriert wird. Die Bilder, die ihr hier sehen könnt, sind nur eine Auswahl der Bilder, die tatsächlich entstanden sind über die ganzen 6 Monate. Also sind noch eine ganze Reihe weiterer Bilder entstanden. Das würde jetzt einfach auch den Rahmen sprengen. Ich möchte euch erstmal nur einen Überblick darüber geben, was alles in der Zeit überhaupt entstanden sein könnte und entstanden ist. Und natürlich diese vielen Tagesimpulse und Anregungen zu weiteren Übungen lassen da noch Raum für mindestens 2 bis 3 Mal mehr Bilder, die da entstehen können. Je nach Zeit natürlich, Lust, Laune und Inspiration. Hier können wir eine ganz niedliche Übung sehen. Es ging im Prinzip darum, einen ganz besonderen Moment an einem Tag zu skizzieren. Innerhalb von 1 oder 2 Minuten. Ich glaube, länger ging die Übung gar nicht. Und ja, einfach das, was einem zuerst einfällt, Gefühle mit hereinbringen oder die Situation ganz kurz darstellen. Die folgenden Bilder verdeutlichen im Prinzip genau, was es ausmacht, intuitiv zu malen, nämlich frei zu sein, keine Regeln befolgen zu müssen, einfach Spaß zu haben, sich hinzugeben, zu spielen wie ein Kind, zu kritzeln, die Augen zu schließen, mit rechts zu malen, mit links zu malen, vielleicht auch mit dem Mund zu malen und einfach die Seele baumeln zu lassen, ohne nachzudenken. Du malst nur für dich selbst. Niemand muss deine Bilder sehen, geschweige denn beurteilen. Denn das steht am Ende niemandem zu. Malen mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Man muss einfach nichts können in dieser Zeit. Einfach nur machen, spielen, Spaß haben, ausprobieren, verschiedenste Materialien,
Hier zum Beispiel mit Bastelkleber, der glitzert. Wahnsinnig tolle Erfahrung. Oder hier wasservermalbare Aquarellkreiden. Diese Stifte haben uns über die ganzen 6 Monate begleitet. Wahnsinnig toll, die Woody-Stifte. Damit kann man wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen veranstalten und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Also wer das noch nie gemacht hat, probiert das auf jeden Fall einmal aus. Ja, ihr seht auch hier, wie toll das Bild glitzert von diesem Glitzerkleber. Alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, dass die Ausbildung super, super inspirierend ist und für alle Personen geeignet ist. Also wirklich für alle. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal ob du schon wahnsinnig viele Erfahrungen hast, sogar selber ein Business hast im kreativen Bereich oder ob du ein absoluter Neuling oder unerfahren bist. Grundsätzlich wird sowieso erstmal alles über Bord geworfen, denn das intuitive Malen ist ja doch nochmal eine ganz besondere Art des kreativen Prozesses und man darf sich ganz neu selbst kennenlernen, man darf gemeinsam schaffen, aber eben auch für sich allein erleben. Ja, ihr habt es schon an der Handbewegung gesehen, ein Knitterbild. Wir haben das Bild zuerst zusammengeknittert und dann wieder aufgefaltet und dann kreativ gestaltet. Ja, Bilder mit Abrieb, auch eine tolle Erfahrung. Da kann man wirklich alles Mögliche benutzen und machen. An dieser Ausbildung im letzten Zyklus haben insgesamt 26 andere Personen teilgenommen und ich muss euch auf jeden Fall sagen, dass ich zeige jetzt meine Bilder und würde jemand anders aus diesem Kurs ebenfalls seine Bilder zeigen, würden die zu 100% anders aussehen. Also jede Arbeit ist komplett individuell. Jeder Impuls, der von Ulrike gegeben wird, jede Übung wird komplett anders interpretiert, es wird komplett anders umgesetzt und es ist einfach toll, am Ende die Ergebnisse der anderen zu sehen, wie jeder sein Thema umgesetzt hat. Wichtig noch zu erwähnen, wir sind quasi alle verbunden mit einer Telegram-Gruppe, die Ulrike verwaltet in der ersten Zeit und dann am Ende an einen übergibt, damit man auch im Nachhinein weiter miteinander verbunden sein kann. Diese Übung hat am Ende wirklich sehr viel mit mir gemacht und es ist auch total individuell, wer auf welche Übung wie anspricht. Jeder hat andere Gefühle, jeder verknüpft mit diesen Anregungen unterschiedliche Erlebnisse und greift dementsprechend auf verschiedene Farben, Formen oder Linien zurück. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Über die ganzen 6 Monate hinweg bekommt man nur allein an den Live-Abenden insgesamt 48 Übungen, die man allein nur an diesen Abenden gemeinsam mit Ulrike umsetzen darf. Dazu kommen noch weitere Anregungen, die ich schon genannt habe, über die Tagesimpulse und über die Materialien, die im Nachgang noch geschickt werden nach jedem Abend. Und insgesamt sind es 26 Abende mit ganz verschiedenen Themen. Ihr könnt ja hier schon im Verlauf sehen, dass mit ganz verschiedenen Materialien gearbeitet wurde. Bevor die Ausbildung startet, bekommt man von Ulrike eine Materialliste, die notwendig ist, um die Ausbildung auszuführen, damit man an den Abenden viel Spaß und Freude damit hat, Dinge auszuprobieren, die man vielleicht entweder noch gar nicht kannte oder auf die ein oder andere Art damit noch nie gemalt hat. Also da waren auch für mich als kleiner Material, Messi, noch viele interessantere Dinge dabei, wo auch ich noch staunen durfte. Also es hat wirklich ganz große Freude gemacht und es war genau eigentlich so, wie ich es mir erhofft und erwünscht hatte. Einfach das freie Spielen mit Materialien, das Rummatschen, das Fließen lassen, das Ausprobieren und einfach Freude haben und den Kopf auszuschalten. Ne? Also jeder von uns oder die meisten zumindest im kreativen Bereich haben diesen inneren Perfektionisten, genauso wie bei mir. Und natürlich sind manche Übungen genau für uns Perfektionisten große Herausforderungen, denn es geht eben darum, nicht perfekt zu sein und es muss am Ende auch nicht gefallen, aber
Innerhalb dieser Ausbildung kann man sehr gut lernen, seine Arbeiten selbst zu lieben, auch wenn sie am Ende nicht so geworden sind, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Aber das ist wirklich ein toller Prozess während der gesamten Ausbildungszeit, das einfach als die Arbeit des Abends oder des Tages hinzunehmen, ohne ständig zu bewerten. Denn dem sind wir ja im Alltag mehr als genug ausgesetzt. Von daher das perfekte Pendant zum stressigen Alltag, zur Gesellschaft und einfach ein kleiner Ausbruch. Und für all diejenigen, die so viel auch in ihrem Alltag eingebunden sind, durch Familie, Arbeit oder was auch sonst, dieser eine Abend in der Woche gehört nur dir. Das sind deine 3 Stunden, die du nur für dich hast, wo du alles hinter dir lassen kannst und einfach nur kreativ sein darfst. Und jetzt im Nachhinein, man nimmt sich zwar vor, diesen Abend auch für sich wieder zu nehmen, aber die Realität ist doch, dass der Alltag schnell wieder da ist und man sagt, ja, dann nimmt man halt einen anderen Abend, aber am Ende des Tages vergeht eine Woche, vergeht noch eine Woche und ja, man nimmt sich diese Zeit einfach nicht. Deswegen ist diese Ausbildungszeit über die letzten 6 Monate einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen, bei der man wirklich sehr, sehr viel lernen konnte. Nicht nur über Materialien oder Themen, sondern auch über sich selbst. Auch das hier eine tolle Übung. Ulrike hatte uns in kleine Gruppen eingeteilt und jeder hat einen Begriff genannt und ja, man musste was dazu malen, was einem eingefallen ist. Jetzt seht ihr eine Reihe von, Farben auf Blättern. Grün, grün. Natürlich ist es Teil der Ausbildung, sich auch mit den einzelnen Farben und deren Wirkung zu beschäftigen und sich eben eine gewisse Zeit lang mit dieser Farbe auseinanderzusetzen. Deswegen alle möglichen Farben, komplementär, sekundär, einfach Farben spüren und erleben. Genauso wie das Farben mischen und Farbverläufe erkunden. Von fließenden Farbübergängen, wie hier in den 2 Bildern, oder eine Aneinanderreihung von verschiedenen Farben, wo die Farbe am Ende ihre Nuance ändert, beziehungsweise in eine andere übergeht. Ja, wahnsinnig tolle Übungen. Jetzt seht ihr ein Bild, was als Übung zu meinen absoluten Highlights gehört. Also das hat wirklich so großen Spaß gemacht. Ja, ihr denkt es euch schon sicherlich an der Form. Wir haben einfach gestempelt mit dem Pinsel und es hat einfach so viel Spaß gemacht und war so inspirierend. Daraus sind auf jeden Fall auch noch viele andere bei mir entstanden und ich habe diese Elemente auch in andere Bilder hineingenommen. Ja, auch hier Bilder, die sich verändern. Zu viel möchte ich nicht dazu sagen, aber auch tolle Sache. Auch das Thema der Schrift. Ich war sonst immer kein Freund von Schriften in Bildern, aber bestimmte Impulse, die eben kamen, auch aus der Gruppe zu Übungen, habe ich hier verbildlicht in Schriftform und das hat tatsächlich auch große Freude gemacht. Der Lichtbaum, ganz großartig. Auch eine wahnsinnig tolle Übung. Und bei jeder Übung seid ihr natürlich auch im Nachgang frei, selbst noch weiterzuarbeiten. Ihr könnt die Bilder so stehen lassen, ihr dürft weiterarbeiten, ihr dürft neu beginnen, andere Sachen ausprobieren. Und ich habe im Nachgang auch noch ein bisschen Glitzerpuder drauf gemacht. Das musste einfach sein. Ja, das Thema Mandala darf natürlich bei Ulrike Hirsch auch nicht fehlen. Also bin ich auch ein absoluter Fan und habe da auch schon den ein oder anderen kleinen Workshop bei ihr gebucht. Fangirl, ich gebe es zu. Und möchte an der Stelle natürlich noch erwähnen, dass ich das freiwillig mache, ich dafür kein Geld bekomme und dass Ulrike mich auch nicht dafür instruiert hat oder mich darum gebeten hat. Ich glaube, das hat sie gar nicht nötig, tatsächlich. Hier nochmal eine Tupfübung, die ich auch im Nachgang noch gemacht habe, weil es einfach großen Spaß gemacht hat. Ja, Porträt, intuitiv. Da hier wieder der innere Monk, aber es geht
als Erinnerung, nicht darum, dass es immer schön sein muss, beziehungsweise doch, ich mag es. Es ist nicht perfekt, die Proportionen stimmen nicht, aber es hat Spaß gemacht und das ist eigentlich tatsächlich immer wieder das, was man auch über die gesamte Ausbildungszeit hinweg lernt, seine eigenen Bilder und Werke zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, das Ergebnis zu mögen und nicht zu kritisieren. Ja, Übungen mit Wörtern waren dabei. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das eigentlich sonst gar nicht so mochte, aber hier in dem Fall hat es tatsächlich große Freude gemacht. Ja, am Ende der Ausbildung hatten wir auch noch die Möglichkeit, selbst an einem Abend Workshops für die anderen Teilnehmer zu geben. Entweder Einzelworkshop oder ein Gruppenworkshop, wo wirklich jeder ein eigenes Thema vorbereiten durfte und ja, das mit den anderen durchführen konnte. Eine ganz tolle Erfahrung, auch vielen Dank dafür. Ja, das sind wir nun tatsächlich schon am Ende angekommen. Ganz kurz nochmal, es gibt eine Reihe von vielen verschiedenen Übungen und Impulsen, verschiedene Themen, aber auch das Thema Selbstständigkeit bzw. das Thema eigene Workshops veranstalten auf Grundlage dieser Ausbildung ist Thema. Thema Werbung, Preisgestaltung, Kursbeschreibungen und Zielgruppen, die richtige Materialauswahl und die eigene Position als Workshopleiter und Begleiter. Natürlich möchte ich die Ausbildung auch irgendwann als Basis nutzen, um auch für euch Workshops anzubieten. Aber das muss noch ein kleines bisschen warten, das muss tatsächlich gut vorbereitet sein. Ja, am Ende schickt Ulrike das Zertifikat zu, mit einer süßen Karte dazu, wo direkt ein neuer Impuls hinten dran hängt. Ja, da habe ich als letztes zum Abschied schon gewunken, aber ganz fertig bin ich noch nicht. Denn neben dem Ausblick, wie es auf dem Kanal weitergeht, möchte ich mich jetzt an der Stelle erst einmal für die wundervolle, tolle Reise mit Ulrike bedanken. Es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, eine wahnsinnig tolle Zeit und Ulrike hat auf jeden Fall Mut gemacht, seinen eigenen Weg zu gehen und an den Sachen weiterzuarbeiten, an denen man vielleicht schon dran ist. Und einfach den Mut zu haben, seine eigene Reise zu beginnen und loszufliegen. Und genau das eben möchte ich jetzt gerne als Startschuss für YouTube benutzen. Das ist jetzt mein erstes offizielles Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar kreative Prozesse von mir mitgefilmt. Und ja, also an Material wird es mir sicherlich in Zukunft nicht mangeln, eher an der Zeit. Also wir schauen mal, wie regelmäßig ich es schaffe, neue Videos hochzuladen. Einmal im Monat ist jetzt erstmal mein persönliches Ziel, da habe ich voll Lust drauf. Die Frage ist natürlich, was interessiert euch? Wenn ihr euch grundsätzlich erstmal für mich und meine Arbeit interessiert, ich verlinke euch meine Homepage und meinen Instagram-Kanal. Auf der Homepage findet ihr auch ein Interview, was ich geben durfte. Ihr könnt dort auch ein Bild von mir sehen und ein bisschen Einblick in meine Gedankenwelt und in mein Leben bekommen. Ansonsten würde ich euch in Zukunft gern bei intuitiven Malprozessen mitnehmen, ein Drawing Together oder Paint Together oder wir testen verschiedene Materialien miteinander. Als nächstes habe ich ein Video, wo ich die mit Yellow Mission Gold granulierende Farben ausprobieren möchte und habe hier noch eine Jelly Blade rumliegen, was ich noch nie gemacht habe, aber super spannend finde und ich möchte das unbedingt machen. Zusätzlich möchte ich euch gern mitnehmen in unser Nachbargebäude, man könnte sagen eine alte Scheune oder ein alter Dachboden, wo ich mir eine kleine Insel der Ruhe geschaffen habe, erstmal rein provisorisch, ein kleines Atelier und da soll ein kleines Vorher-Nachher mache, Dachboden-Vibes quasi und wir vielleicht mal ein paar Leinwände von mir anschauen oder ich euch zeige, wie viele offene Projekte ich auf Leinwänden oder Papier habe oder wir blättern gemeinsam Bilder durch, die ich schon gemalt habe, Flip-Throughs durch Skizzenbücher, wie auch immer. Alles Sachen, die ich selbst auch gern bei anderen Kanälen anschaue und die mich selbst interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer offenes Ohr, für euer Interesse. Grüße ganz lieb auch die Community aus der Ausbildungszeit und lasst mir einen Kommentar da, was euch in Zukunft interessiert. Vielleicht auch, wie lang ein Video sein darf, damit es euch interessiert. Ja, und an der Stelle möchte ich mich gern bei euch verabschieden. Ich danke euch ganz recht herzlich und hoffe,
Wir kommen in nächster Zeit mehr miteinander in Kontakt. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Bye bye.